neueste Nachrichten. Ich habe gerade kurz telefoniert und es sieht so aus, als würde das mit der Versicherung nicht klappen, weil das nicht wie bei einer Autoversicherung ist, dass man sofort per E-Mail schon seine Unterlagen kriegt. Das heißt, das wird jetzt heute Freitag noch rausgeschickt und oh mein Gott, es bleibt spannend, es bleibt spannend. Nachdem wir den Kaufvertrag für die Tortuga unterschrieben haben, drücken wir kurz auf Pause. Bevor es zurück aufs Boot geht, nehmen wir euch mit in unser Leben im Wohnwagen. Alltag, Chaos, bis wir endlich wieder zur Tortuga können. Als erstes gibt's eine kleine Roomtour. Das hier ist unsere Sitzecke mit integrierter Schlaffunktion, wenn man den Tisch runterfährt. Das ist die Küche mit großzügigem Kühlschrank, obwohl eigentlich ist er ziemlich mickrig. Das ist unser Bett mit wundervoller Aussicht. Das ist unser Badezimmer mit Dusche. Und das hier ist unser Garten. Ja, ich weiß, der Rasen sieht nicht so toll aus. Aber das ist der Maulwurf schuld. Mein Gott. Ist sie jetzt völlig paniert? Ja? Super. Hast du gut gemacht. Ja. So, alle paar Tage müssen wir die Chemietoilette entleeren. Das haben wir gerade getan. Da ist hier um die Ecke so ein Häuschen, wo man das machen kann. Und dann kommt hier noch so ein Zeug rein. Und dann ist das wieder ready to poop. Oder wie sagt man das? Ja. Ups. Voll zittern. Ich muss noch das Wasser hier auffüllen. Dringend. Ist egal. Ja, nämlich. Erstmal unser Spülungskonzentrat rein. Ja, Wir wissen ja nicht ganz genau. Ist mir auch egal. So. Ich denke, das kann man so lassen. Ich musste den Schlauch abmachen und den hier hinlegen, weil sonst leckt der und... Oh nein, jetzt haben wir hier so Ameiseneier drin. Was mache ich jetzt? Geil. Shit. Ich muss das Wasser auffüllen. Oh nein! Leute! Ja, einfach Wasser durchjagen. Was das geht ja nicht so. Das muss da drauf dafür. Steck's einfach rein. Nee, da ist Erde drin. Ich will jetzt nicht reinfassen. Kann nichts über den Turban erzählen. So, und dann machen wir mit meinen ultralangen, unnützen Fingernägeln. Ich schaff das. Das auf. Und Eine da Zoe. ist dann die Katze. Eine Zoe. Ja, das ist schon wieder leer. Guck, da sind die sinnvoll. Da ist aber richtig leer. Da ist eine Ameise drin. Überall sind Ameisen drin, Das will ich offensichtlich. nicht. Guck, eine Ameisen Ach, drin. die sind lecker. Nee, das ist doch Biomasse. Ach, Protein. Was ist denn... Wir haben uns mit Ameisenwasser die Zähne geputzt. Nein. Juhu. Nee. Ja, da kommen jetzt nur Ameisen raus, kein Wasser. Und das ist ja noch nicht alles. Dann müssen wir noch
Tropfen da reinmachen, damit das Wasser nicht umkippt. Mein Gott. Ich kann nicht mehr, die Katze ist auch noch geworden innen. Okay, weiter geht's. Ja, einmal mit Profis arbeiten, ne? 4, 11, 12, 13. Mein Gott, ich muss Gewalt aufwenden. 16, 1800. So. Das passt schon. Mein Gott. Ich bin heute nichts zu gebrauchen, ehrlich. Heute ist einfach nur Katastrophe. Rein damit! Jetzt hat der Robby hier ein schönes Abendessen für uns gemacht. Die ersten Tomaten aus unserem Garten. Ja, von da. Die Hälfte ist verwelkt. Guten! Was ist passiert? Was war? Ich will weinen, das passiert. Mein Gott. Das Boot, was wir gekauft haben, das muss jetzt aus dem Wasser raus, weil wir haben jetzt Freitag und ich habe gestern quasi den Kaufvertrag endlich mal übersetzt. Ich habe den schon ein paar Tage, also das ist schon wieder ein bisschen mein Fehler auch, ne? Hätte alles ein bisschen schneller laufen können. Und damit es aus dem Wasser raus kann und ich im Hafen, in dem das im Dry Dock stehen wird, einen neuen Vertrag kriege, muss ich selbstverständlich meine Daten da abliefern. Ich muss den Kaufvertrag übersenden, ganz klar. Das kann ich natürlich alles nicht am Telefon regeln. Aber ich brauche natürlich auch eine Bootsversicherung. Und das ist natürlich jetzt wieder total kurz vor knapp. Also müssen wir jetzt quasi übers Wochenende, wo keiner arbeitet, eine Bootsversicherung organisieren, damit die das Ding überhaupt kranen. Weil am Mittwoch reist nämlich der alte Besitzer ab, um arbeiten zu gehen. Das heißt, das ist der einzige Moment, wo er das da in Frankreich noch rausholen kann. Und wir können jetzt einfach nicht dahin. Also im schlimmsten Fall verbleibt das einfach an der Mooringboje und wir müssen dann gucken, wie wir vom Schiff weg, aufs Schiff drauf. Ja. Also es ist wie es ist, ne? Reicht ja nicht, dass wir so schon genug Stress hatten. Da muss immer noch einer oben drauf kommen. Aber ja, was tut man nicht alles für den Traum, ne? So, ich bin jetzt im Keller. Ich muss dieses Segel jetzt verschicken. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das hier rausfummeln soll. Mein Gott. Huh? Zoe. Sind wir fertig. So, und jetzt geht's ab zur Post und ich hoffe, das hält. Aber das ist sehr starkes Klebeband, ich denke doch. Ja, neueste Nachrichten. Ich habe gerade kurz telefoniert und es sieht so aus, als würde das mit der Versicherung nicht klappen. Weil das nicht wie bei einer Autoversicherung ist, dass man sofort per E-Mail schon seine Unterlagen kriegt. Das heißt, das wird jetzt heute Freitag noch rausgeschickt und oh mein Gott, keine Ahnung. Vielleicht kriegen die es in das Montag, Dienstag zu bearbeiten. Vielleicht macht mein Kollege noch ein bisschen Druck, das wäre natürlich super. Ich habe gerade nachgefragt, ob er das machen kann. Ja, das ist schon wieder alles viel zu knapp, ne? Ich habe schon Frankreich geschrieben per E-Mail, ob wir schon einen Termin machen können für Mittwoch zum Rausholen. Wenn das dann nicht stattfindet, ich den Termin sausen lasse, weiß ich auch nicht, ob ich da schon wieder was bezahlen muss. Es bleibt spannend, Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
So, kleine gesunde Stärkung hier vom goldenen M, nicht? Und jetzt gleich gehen wir uns mal hier so einen schönen Rabies-Shot abholen, ne? Was sagst du? Nicht nur Rabies, auch Hepatitis A und B. Hepatitis A und B auch noch dazu. Mensch, da sind wir heute Abend völlig durch den Wind. Bin jetzt schon durch den Wind. Bis später. So, ein Kekser. Aua? Nein. Das ist gleich ein Bonbon. So, das. Ich möchte ein Einhornpflaster haben. Ja. Nein, ich schneide es raus, dass wir nicht zu sehen sind. Ich fühle mich heute auch nicht so. Was soll ich sagen? Einen Tag später haben wir tatsächlich unsere Bootsversicherung. Auf den Samstag. Auf den Samstag. Mein Gott. Manchmal, ich bin froh. Also wenn du Freunde an den richtigen Stellen hast, ne, dann geht das manchmal. Läuft das auch manchmal einfach nur rund. Gestern richtiger Schock und heute pure Erleichterung. Der ehemalige Bootseigner hat in der Zwischenzeit dafür gesorgt, dass die Tortuga aufs Trockene kommt und hat uns ein paar Videos davon gesendet. Ich würde gern ein paar Gedanken festhalten, weil ich nicht so oft höre, dass Leute darüber sprechen. Und zwar diese ganze Sache mit dem Auswandern oder Lebenstraum erfüllen, alles aufgeben. Das sieht immer so easy aus, ne? Wir schneiden unsere Videos und machen, dass das alles schön aussieht. Und das ist es aber nicht. Also auch da musst du so viele Opfer bringen. Ich fange mal von vorne an so. Alleine die Tatsache, du hast dein Leben lang in einer Wohnung gelebt und du hast so viele Sachen und du verkaufst die alle. Du verscherbelst die teilweise, nur um die loszuwerden. Dann, wir sind jetzt in dieser letzten Vorbereitungsphase, wo es halt ernst wird. Es ist vielleicht noch ein halbes Jahr und wir sind hier weg. Es ist Chaos. Uns geht's teilweise auch nicht so gut. Ich meine, man lässt auch Leute zurück und man weiß, dass viele von deinen Bekannten und Freunden, dass du sie nicht mehr wiedersehen wirst. Sind wir mal ehrlich. Also die sagen zwar alle, ja, wir kommen euch besuchen, aber ob das passiert, ist halt die Frage. Man kennt das alleine schon, wenn man umzieht in eine andere Stadt oder so. Es gibt viele Freundschaften, die sich dann einfach splitten und man eben nichts mehr voneinander hört. Das tut halt auch weh und ich lebe halt in diesem Wissen, dass es so sein wird. Und selbst wenn, dann sieht man die eben nicht so regelmäßig, wie man es jetzt tun würde, ne? Weil es halt doch Strecken sind, die man zurücklegen muss. Ja, dann wie gesagt, wir sind gerade in so einer Phase, dass wir in einer Art Loch, in Void sind, weil man muss sein altes Leben irgendwie noch aufrechterhalten, arbeiten und in dieser Tretmühle sein, die ja sehr extrem ist bei uns irgendwie. Wir arbeiten sehr viel und einer von uns beiden ist halt immer am Limit, am Ende und depressiv und fertig und der andere hält das dann irgendwie alles in der Waage in der Zeit. Das ist super auslaugend, es ist wenig Platz für Beziehungen, es ist wenig Platz für Freunde, es ist für gar nichts eigentlich Platz, außer für Arbeiten, Projekt. Ja, man schneidet Videos, das ist auch noch super zeitaufwendig. Wir sind ja jetzt gerade auf der Suche, wenn das Video hier kommt, dann ist es schon wahrscheinlich geschehen. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Boot, haben schon viele gesehen, die uns enttäuscht haben. Wir fliegen immer wieder dahin. Das muss ja auch immer wieder Geld verdienen, um dann diese ganzen Wege zurückzulegen. Ja, ich wollte einfach nur mal loswerden, dass es nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man muss sehr viel aufgeben, um seinen Lebenstraum zu erfüllen. Und das tut sehr weh. Aber es wird sich lohnen am Ende. Es hat sich jetzt schon gelohnt, bis hierhin. In der nächsten Folge von Tadventure Sailing. Da sind wir wieder auf dem Weg. Auf dem Weg an die Côte d'Azur zum neuen Bötchen.
auf mich anzufahren. Bonjour. Das ist bescheuert. Wie immer.